Kommt Bild, kommt Bild, kommt Bild, Bild. Ich bin im Bild. Meine blauen Augen. Oh, YouTube braucht wieder ewig. Hallöchen, da bin ich endlich. Ich glaube, ihr habt mich schon vorher gesehen. Ist bei mir dann mal irgendwann mal das ankommt. Das Bild meiner schönen blauen Augen. Es ist Freitag und wie ihr sehen könnt, steht Wusimo auch schon bereit. Wir sind wieder, ja, wohlgelaunt und haben so richtig Lust auf Abenteuer und ja, auf dem Weg nach Hause sozusagen mit ein bisschen Umweg, aber ja, wir finden schon wieder nach Hause. Weil wir sind ja immer noch an der World Border unterwegs, nicht wahr, Bosimo? Ja, genau. Ah, Hallo. so, da kommen meine Untertitel. Yay! Und erstmal hallo und herzlich willkommen, lieber Kai. Erster, Wusimo zweiter. Yay! Stimmt eigentlich nicht so ganz. Wusimo stand neben mir als erster und im Chat als zweiter. Okay. Ja, wie ihr gesehen habt, ja, war gestern eine ziemlich lange Diskussion. Ich weiß, dass das manchmal ein bisschen nervig ist, was Word Pixel angeht, aber wie gesagt, wir haben es überlebt und ich habe mich jetzt überreden lassen, doch noch mal eine Zeit lang mein Ding dort zu machen. Ich bin gespannt, wie einige Dinge dort gelöst werden. Also einiges habt ihr ja mitgekriegt. Also wird es erstmal voraussichtlich nächsten Dienstag wieder Sword Pixel geben. Ich habe aber allerdings vor, da muss ich noch ein bisschen mal mit dem Cooper reden. Und zwar hätte ich Bock, da muss ich aber wie gesagt mit ihm noch reden, weil wir haben ja diesen Event-Server noch, ob er denn Lust hätte, uns die Potato Map darauf zu packen, weil noch kann man sie wohl spielen. Und ja, ich muss mal gucken. Ich muss mal mit ihm reden. Vielleicht kann er das sogar so aufsetzen, dass wir Bedrock und Java zusammenspielen können. Das wäre doch lustig, so ein geballter Haufen da mal so spielen zu können. Das muss ich aber noch klären. Das mache ich jetzt am Wochenende. Und dann schauen wir mal. Und vielleicht legen wir nächste Woche einfach mal so einen Stopp auf der Map da an. Mit euch zusammen. Wäre doch mal lustig, oder? Da könnte ich mir vorstellen, da hätte vielleicht die Rio auch Lust mitzuspielen, weil die hat schon gesagt, bis zum gewissen Grade, Bubu, schaffst du das? Aber das könnte auch ziemlich schwierig werden. Aber wir haben ja ein paar superklasse Spieler hier auch auf dem Community-Server und in der Community und ja, für euch wäre es dann mal wieder eine Möglichkeit, mit uns einfach mal so wieder was zusammen zu machen. Wäre doch mal lustig. Das sollten wir nutzen, weil die Map ist wirklich klasse. Ich habe sie schon mal angespielt und ja, also ich hab Tränen gelacht. Also wenn man die Mechanik erstmal kapiert, dann ist das relativ witzig, mal so ganz anders was zu machen. Weil ihr müsst wissen, man muss alles vergessen, was man eigentlich in Minecraft gelernt hat. Es ist so viel dazu. Aber hinterher ist man meistens immer schlauer. Also wie gesagt, beim Anspielen habe ich mich dann auch eher so wie Minecraft da halt so das obligatorische Verhalten und bin Tatsache nicht wirklich weit gekommen. Weil es nicht so ganz offensichtlich ist, um was es am Anfang geht, aber das werden wir dann gemeinsam herausfinden. Ich denke mal, das könnte ganz lustig. Wir müssen mal gucken, inwieweit wir dann die Spieleranzahl begrenzen. Hallöchen, Alexa. Ja, Hallöchen, winke, winke. Gruß an Stine. Ich denke mal, du hüpfst zu Stine weiter. Weil die ist ja heute wieder auf dem anderen Server unterwegs. Und ja, genau, genug Alkohol kann man alles vergessen. Gut, okay, ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Es soll ja morgen richtig warm werden. Also, ja, ich bin ganz froh, dass wir 20:30 Uhr immer wird. Momentum Anfang Samstags, weil so habt ihr halt die Chance, nach einem wunderschönen, gemütlichen Abend draußen noch ein bisschen zu entspannen bei Momentum. Und ja, ich hoffe mal, dass ihr dann auch alle kommt. Jo. Und Sonntag soll es wieder kalt werden, da habt ihr keine Entschuldigung, dann um 20 Uhr einzuschalten. Nee? Okay. Gut, dann würde ich sagen, Wusimo, wir legen mal los.
zu Leo Okay. zurück. Ah ja, lieben Gruß an Leo. Drück ihn von uns. Gut, okay, dann es soll ja wieder Tag sein. Ähm, Dein ja, Bett es mitnehmen? scheint die Sonne. Es scheint die Sonne. So Ofen eingepackt, dann nehmen wir auch mal wieder die Werkbank mit. Muss ja Ressourcen sparen, ne? So. Stimmt, wir waren ja in dieser komischen Höhle hier. Ofen habe ich eingepackt. Ey, ist aber ziemlich schneeig hier noch. Stimmt, wir müssen da hoch. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Stimmt, ja, das war ja die super Höhle, wo wir ja gesagt haben, die ist toll, aber wir haben keine Zeit. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir noch einen relativ langen Weg nach Hause zurück. Und ich habe übrigens heute wieder ein bisschen, sagen wir mal, privat mit ein paar befreundeten Streamern und so, ausländischer Art und Weise ein bisschen geschattet. Und ich muss ja sagen, also, weißt du, was ich ganz toll fand? Es gibt nämlich den Kasai. Und der Kasai, das ist ein Holländer, der in den USA lebt. Und das Witzige war heute, ich habe von dem sogar eine Mitgliedschaft bei sich geschenkt bekommen. Ähm, ja, und zwar hat er nämlich ein Video gemacht, wo er teilweise, ich sag mal so, der hat so heimlich auf unserem Community-Server so ein bisschen zugeguckte Streams und so. Und ja, da sind ganz viele von den Plugins, die wir nutzen, die also für uns das A und O hier sind. Unter anderem auch das Bedrock und Java zusammenspielen können und so. Da hat er ein Video drüber gemacht, also über die Plugins und hat die halt empfohlen. Also, ja. Also ich bin da mega stolz drauf. Und er hat auch gesagt, dass er diesen Server, also was er bisher so gesehen hat, was wir hier so machen und tun, mega cool findet. Ja, für europäische Verhältnisse. Ich finde das aber voll frech. Ein Holländer in Amerika erzählt mir was von für europäische Verhältnisse. Klar, die in den USA haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, die sie machen können. Aber, das ist einmal jemand, der das quasi professionell macht. Also so Minecraft-Server erstellen und so. Und ja, der mir dann so, weil er schon das jahrelang macht, halt ein bisschen so gesagt hat, dass er mir dann noch so ein paar Dinge ans Herz legen wird in den nächsten Tagen, die wir hier auf unserem Server machen können. Der hat da nämlich ein paar ganz coole Plugins. Er findet das übrigens super klasse, dass wir nur auf Datapacks und Plugins gehen. Dadurch bleibt der Server leckfrei. Also das hat ihn sehr erstaunt, wie leckfrei wir hier alle spielen, ne? Also ihr seht, keine Lecks, nix. Auch nicht bei den Farmen oder so. Und ja, er wird uns da ein paar coole neue Sachen noch empfehlen. Die schickt er mir dann im Laufe der nächsten Tage. Und dann schauen wir mal, was wir dafür von uns verwenden können. Weil ich habe ja gesagt, das, was mir hier fehlt auf dem Community-Server, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber mir fehlen so besondere Tiere. Ne? Also, und ihr wisst ja, wie gesagt, ich bin ja ein großer Fan von Alex Mops, von der Mod. Und die können wir hier ja nicht anwenden, weil das ist eine Mod. Und wir machen ja hier nichts mit Mods. Und da hat er mir eine ganz coole andere Sache empfohlen als Plugin. Und da muss ich mal gucken, weil das ist eher was, was die Mimi vielleicht dann mal sich angucken müsste und vielleicht Lust hat, sich mit auseinanderzusetzen. Weil da können wir nämlich unsere eigenen Tiere generieren. Was haltet Das ihr wäre sehr davon? cool. Wäre das cool? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das wäre halt so eine Alternative. Also wir können dann im Grunde genommen sowas machen wie Pinguine und sowas alles. Also das wäre richtig cool. Also richtig so, weil es ist, ich sag mal so, von den Strukturen her hat er mir auch noch ein Plugin empfohlen, was wir auch machen können. Da muss ich halt auch ein bisschen gucken mit Mimi. Wie gesagt, also ich kriege da eine ganze Liste und dann schauen wir mal. Also, wie gesagt, das mit den Tieren, das ist so mein Wunsch halt, weil da bin ich so wie unser Lars LP. Also
ich mag das auch gerne, wenn dann Schmetterlinge rumfliegen und solche Sachen halt. Ne? Das ist, oder weiß ich, Tiere hier, da können wir Beeren spawnen lassen und alles Mögliche. Also so ein bisschen Abwechslung halt. Ne? Also die kann man dann auch so einstellen, dass sie also nicht nur unbedingt friedlich sind. Mhm. Weil wir spielen ja auf leicht, aber in dem Falle sind die dann quasi Custom-Tiere, ja, die man per Hand im Grunde genommen so einstellen kann, dass wenn ihr einen Bär ärgert, der euch dann natürlich, ist logisch, ne? Also ähnlich wie Alex, also wie Alex Mops funktioniert halt. Ne? Aber wie gesagt, ich lasse mir das alles schicken und dann schauen wir mal, was für uns hier in Frage kommt. Und er hat mir noch ein paar andere Sachen gemacht, also dass man zum Beispiel eine erweiterte Blockwahl hier machen könnte, also mit Blöcke hier kriegen könnte, mit denen man noch viel schöner baut. Spezielle andere Strukturen noch. Also der, wie gesagt, der ist da relativ Profi, der macht das also schon seit Minecraft eigentlich existiert. Der codet zwischendurch auch mal Dinge und ja, der hat also schon ganz viele SMP-Server gemacht und all solche Dinge halt. Und ich denke mal, das ist interessant für uns. Gut, aber wie gesagt, das muss ich mir erst anschauen, dann werde ich das mit Mimi mal durchreden und dann schauen wir mal, was wir machen. Und ja, wie gesagt, Ziel ist es ja immer, dass hier alles leckfrei läuft. Ne? Spielbar ist für jeden und leckfrei. Genau, Kai sagt auch, damit ist er mit dabei. Nee, ich finde das richtig cool, weil ich hatte durch Zufall hatte ich den mal entdeckt und folge dem schon eine ziemlich lange Weile. Und ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich hat er Langeweile gehabt und hat dann irgendwie ist er auf meine Stream-Reihe vom Community-Server gestoßen. Weil der besucht auch regelmäßig andere Server, der macht da ganze Serien drüber. Allerdings sind das alles, die so ähnlich wie Hypixel funktionieren. Also wo ihr so eine Lobby habt und dann könnt ihr da Bed Wars spielen, da weiß ich Survival und da weiß ich was. Und er meinte zu mir, dass also unser Server im Grunde genommen eigentlich von der Kategorie her ein ganz normaler Server ist, hat er gedacht. Und dann hat er gesehen, was wir hier alles mit reingebastelt haben. Und da war er sehr begeistert von. Also er ist sehr begeistert davon, dass wir mal kein SMP spielen hier. Sondern ganz stinknormalen Community-Server für Java und Bedrock mit ein bisschen angepassten Dingen für uns, damit es mehr Spaß macht. Jo. Und damit auch jeder mitspielen kann und das Spielen auch nicht langweilig wird. Mhm. Jo. Okay, gut, dann überlege ich gerade, die World Border war irgendwie rechts von uns. Nee, links. Links Rechts. quasi. Ah, rechts, aber in die Richtung. Da lang, World Border und hier hoch. Oh Gott. Das heißt, wir sind genau an der falschen Seite hochgeklettert, aber egal. Wir können auch wieder runterklettern. Oh Mann. Oder wollen wir auf der anderen Seite? Wollen wir Richtung World Border wieder gehen und daran? Ja, Ja, ich würde sagen, ja. Das ist, sonst glaube ich, laufen die wir bessere den Wahl. Weg doppelt wieder zurück. Genau, weil ich glaube, die World Border war hier irgendwo auf der Seite. Ja, wieso versinke ich im Schnee? Ich habe doch Schneeschuhe an. Meine sind schon fast kaputt. Ey. Okay. So, dann klettern wir mal hier wieder weiter hoch. Also, wie ihr seht, wie gesagt, ich suche immer nach veränderten Dingen. Allerdings werden die dann erst zum Tragen kommen, wenn der Server komplett umgezogen ist. Ich denke mal, das versteht ihr auch, aber das wird dann auch relativ lustig, wenn wir dann alle zusammen, im Grunde genommen, die hier auf dem Community-Server sind, das dann so zusammen entdecken können, was sich hier alles so geändert hat. Wieso gibt es hier eigentlich so hohe Berge? Wer hat denn die hier hingestellt? Warst du das? Ich weiß nicht. Du bist doch Schweizer. Ja, das bin ich, Ja, aber die Berge eben. habe ich nicht Sind nicht gestellt. deine hohen Berge aus der Schweiz, die? Nein? Nein, Sicher? Fehlen sicher. keine? Muss ich Gucci fragen, ob da welche fehlen? Oh, oh Gott. Ah, tot. Uch. Schnee und Schnee und noch mehr Schnee. Übrigens war gestern Sommer. Hallo Hühnchen. Ensword Pixel. Endlich mal nach langer Zeit. Das war richtig angenehm.
Da kam ich dann beim Bauen doch relativ gut voran. Ja, das war klar. Machst du das in der Schweiz auch so? Dass du ein Nein. Boot nimmst und die Berge runterrutscht? Nein. Okay. Man weiß ja nie. Ihr seid komisch. Ihr rennt ja auch mit großen Kuhglocken rum durch die Straßen. Mit Dingelingeling und habt so ganz komische Monster. Die habe ich auch schon gesehen, habe ich ganz doll Angst. Ach, die habe ich auch schon mal gesehen. Die mit ganz viel Fell, ganz grässlichen Fratzen. Ja. Schlimm. Ja, glaubst du mir? Noch Albträume. Ey, lass mal jetzt da wieder hoch. Was tun wir hier eigentlich? Gebirgsklettern. Okay. Wir klettern und klettern. Jetzt weiß ich auch, warum Kai schon nach Hause gegangen ist. Und keine Lust hier auf die Berge hatte. Flachländer. Da rutscht er mit einem Käse runter, genau. Wie die Engländer. Ja, die rennen doch auch so einen Käse hinterher. Warum geht's hier nicht hoch? Mann. Warte mal. Da. Da. Weißt du was? Ah. Tschüss. Okay, ich nehme den Augenblick. Ich habe so viel Erde im Inventar. Kann ich mir hochstecken. Das ist die einfachste Art und Weise. Okay. Na, komm schon. Da, jetzt aber. Du wolltest dich nicht ziehen lassen. Du warst so schwer für meine Maus gerade. Hallo Kai. Hallo. Nein, der war wirklich zu schwer. Meine Maus wollte ihn gerade nicht ziehen. Was ist das Aber für ein also Serpentin? leichteste bin ich nicht. Das für Serpentin hier. Jetzt weiß ich, warum du zu Hause geblieben bist. Guck dir mal die Ja, merkst du Berge was? an. Das ist ja fürchterlich. Und hallo Blue Space. Na, alles gut bei dir? Hab gehört, du bist viel mit anderen unterwegs gewesen. Brücke. Dann so eine komischen Dichten hier immer, die im Weg hier stehen. Okay. Wir schmulen mal auf der Karte. Okay. Orten. Ja, ich denk mal. Ich denk mal, wir sind gut beisammen. Warte mal, ich mach mal nochmal. Ja, da ist die Wordbau. Da siehst du sie ganz, ganz Ja. klein schraffiert dann. Okay, dann haben wir sie wieder und dann können wir jetzt hier in die Quatschen. Kommen wir nämlich Stück für Stück langsam nach Hause. Die Berge werden hier mal höher. Oh Mann. Und noch mehr Schnee. Er hat diesen ganzen Schnee hier zu verantworten. Das ist ja schlimm. Also, solange meine Schneeschuhe mich tragen, ist alles gut. Sonst könnte ich ein Problem kriegen. Denn wenn ich plötzlich weg bin, weißt du warum? Das Bin ich im ist blöd. Tiefschnee versackt hier. Okay, im Notfall hätte ich eine Schaufel dabei. Okay. Ich habe auch meine Notfallschaufel dabei. Ey, das nimmt ja gar kein Ende hier. Das ist ja übelst. Erst haben wir diese ganzen Eisbiome, wo wir durch Packeis durch müssen. Ab. La la la. Zu Hause ist es schön angenehm. Jo. Kann ich mir vorstellen. Wir laufen hier schon auf schneeigen Bäumen herum. Okay, nächstes Tal. Weißt du was? Ach nee, ich habe nicht mehr genug. Doch, ich habe 63 Kobbel. Weißt du, was ich jetzt mache? Ja, warte mal. Gut, dass ich noch nicht runtergefahren bin. Da. Guck mal, das Loch unter uns. Da siehst du die Höhle. Hier so. Oh. Müssten eigentlich reichen, um rüber aufs andere Ende zu kommen. Ich bin zu faul, jetzt mal runter zu laufen und wieder hoch zu müssen. Aber bei meinem Glück gehen mir dann die Steine aus, weißt du? Und dann müssen wir auf der anderen Seite wieder runterkommen. Musst du auf der anderen Seite wieder abbauen. Ja, ja. Busi muss abbauen. Genau. Guck mal, hat genau gepasst. Wir hätten den Baum dahingestellt. Ich glaub's, fuckt hier echt langsam. Es ist ja echt.
Hat sich doch alles gegen mich verschworen. Ich mag ja Fichtenbäume, aber nicht genau da, wo ich meine Brücke baue und ankomme. Dann bring sie doch einfach mit. Ah, nee, der war zu groß. Der passt nicht in meine Hosentasche. So, jetzt muss ich mal was essen. Brückenbahn macht müde. So, und hungrig. Ui, Loch. Ey, ich bin so gespannt, was wir hier noch entdecken. Also auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, eins von den Plugins ist zum Beispiel eines, da können wir Strukturen erweitern. Das heißt selber im Grunde schauen, welche Strukturen und wohin die sollen. Und das wird sehr spannend. Also ich bin echt gespannt, was Mimi dazu sagt. Also wenn ich von dem ab. Ich denke mal, die wird so wieder alle durchtesten auf ihrem eigenen Server, sofern sie dann Zeit dazu hat. Und das wird sehr spannend. Das wird sehr spannend. Och, Also ich hätte ich gern testen. auch wie man zum Beispiel auch die Blockpalette ein bisschen erweitern kann. Also noch ein paar interessante Blöcke mehr bekommt. Oh, hallo, Herr Pilic. Ja, jetzt ihn weg. Au. Mama, geht's dir noch gut? Hören Sie mal auf, mir hier dauernd anzuschauen. Okay. So, Herr Villager, Sie sind befreit. War nur einer hier. Wusimo. Mach platt. Mach platt. Mach platt. Was haben wir hier? Oh ja. So haben wir nicht gewettet, ja? Also mal ganz ehrlich. Sie haben einen Pfeil in dem Allerwertesten. Herr Wusimo. Ah, irgendwas hat da was gekippt. So Pieks irgendwas. So, okay. Das, die Erde behalte ich nochmal. Was essen. Oder packen wir Schau noch mich ein. nicht Die so an. Zäune packe ich mal hier in die Kiste. Bei Nametext und weiß ich was. Also, wie gesagt, wir lassen euch alles drin, was wir nicht brauchen. Weil das macht keinen Sinn, weil wir haben ja alles 50.000 Millionenfach. Ja? Ja. Ja. So, okay, haben wir genug geschlafen? Können wir weiter? Ui, jetzt können wir Schlittschuh laufen. Aua. La, la, di, la, da. La, 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 la. Rutsch. Ey, da wird einem ja schlecht beim Zugucken, wenn du da so vor dich hindrehst. Ah, okay. Gut, auf geht's. Auf in den Kampf. Und den nächsten Berg hoch. Toll. So. Dam, 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 dam. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hinter der Grenze die schöneren Dinge liegen. Du auch? Ja. So, ich guck mal. Nimm keine Ente. Ich habe so eine Ahnung. Wie gesagt, das Problem ist halt, diese World Border ist hier. Und dahinter gibt es Tatsache eine Struktur, eine riesige. Die ist genau hinter der World Border. Es war so klar wieder. Es war sowas von klar. Hast du sie gesehen auf dem? Da ist Nein, so, weißt du, auf der anderen, wo der Wald anfängt, da an der Grenze. Ja, bei mir sehe ich da nichts. warte mal. Du musst einen Augenblick warten, dann kannst du es. Da, da, da. Aber die World Border verläuft halt hier. Ah, siehst du das? Ah, Dieses im Holz, Schnee. ja, das ist ziemlich große Struktur, aber wir kommen halt nicht Ja. hin. Das ist halt das Schlimme. So. World Border ist da. In die Richtung. Yay. Aber wir werden sicherlich noch allerhand finden. Weil so eine World Border Tour macht ja auch nicht jeder auf dem Community-Server. Und das sind immer so Dinge, die ich dann immer wiederum gerne mache. Sie dauern zwar lange, ja, aber man hat halt die Chance, noch Dinge zu entdecken, die die anderen halt nicht entdeckt haben, weil die immer kreuz und quer laufen. Habe ich am Anfang im Übrigen ja auch gemacht. Da. Hier sage ich, glaube jetzt auch ein bisschen zickzack, damit es halt hier mehr aufdeckt. Oder mal.
Okay, ich denke, oh, das liegt alles hinter der Wordborder Wusi. Aber wirklich alles. Ah, das ist so fies. Das ist fies. Na egal. Freuen wir uns dann, wenn die Map noch ein bisschen größer wird. Ich denke mal, das lässt sich dann bei dem Umzug dann machen. Wie gesagt, Kirito sitzt da fleißig dran und gibt sein Bestes zurzeit. Das weiß ich. Aber er muss halt im Momentum auch noch ein paar Dinge regeln und dann, wie gesagt, hat er ja auch für Kroko da auch noch was zu machen. Das ziemlich aufwendig ist und ja. Wir haben halt nur einen Kirito. Das ist das Schlimme. Er soll sich lohnen. Ja, ja, ich hab. Oh, guck mal, eine Schneefuchsmama mit B. Hallo, Oh, hallo. nein. Da ist das Die Mami, Flippen. das B. Haben wir die jetzt getrennt? Nein, ich bin hier unten, hab Mist. Da hinten, hinter den Bäumen. Ist ein wenig schwierig Oh, mit ey, der was ist das denn Freecam. schon wieder hier? Boah, Oh, wow. Kleiner Umweg. Gucken gehen. Wow. Oh mein sowas, Gott. Was? sowas habe ich auch noch nie gesehen. So, ich hab meinen Shader ausgemacht, damit ihr mal seht. Schaut euch diese Höhle an. Ah. Gehen Sie weg. Was Wir bin wollen doch nur gucken, wir sind Touristen. Kein Grund, uns hier gleich so feindlich anzumachen. Wow. Das ist aber Oh, echt. das Ding ist ja Das ist ein. genial. Boah, ist die irre, die Höhle. Guck dir die mal an. Oh, Traumhöhle. Das ist eine richtige Traumhöhle. Schaut euch das. Das könnte auch sein, das könnte hier zum Beispiel gut sein, dass hier eine Ancient City eventuell drunter ist. Weil es ist eine Art, gewisse Art von Schneeberg. Das Problem ist nur, wie ihr sehen könnt, verläuft die World Border genau in der Mitte von der Höhle. Toll. Hallo Gamerboy. Herzlich willkommen bei den Klötzchen und nett, dass du eingeschaltet hast. Schaut euch das Ding. Aber, Wusi, Ja, wenn wir da runtergehen, das ist ja weg von der Welt. Es könnte natürlich sein, dass der Herr in die Richtung wohnt, gar nicht in die, aber wir haben einen sehr langen Weg vor uns. ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Koordinaten habt ihr ja im Stream immer. Die könnt ihr euch nur könnt ihr selber schauen. Ob hier mein Lieblingsmob wohnt sozusagen, der Herr Warden. Jetzt da jetzt runter? Ach, okay. Weil wie gesagt, das könnte gut sein. Es könnte gut sein, dass sowas da drunter ist. Weil das ist doch, ja, würde eigentlich von dem, was Rio immer sagt, sehr passen. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da. Ich würde sagen, wir gehen außen vorbei. Ah, geht er wieder. Okay. Das Schöne ist, wir können hier auch nicht erfrieren. Ich habe ja schon überlegt, im Grunde genommen, wenn ich euch richtig ärgern wollen würde. Ja, wie gesagt, hier kann jeder mitmachen, also Java oder Bedrock-Spieler. Allerdings ist das ein Mitgliederserver. Das heißt, alle, die uns auf der Stufe 2 quasi unterstützen, unseren Kanal hier unterstützen, also den Kanal, die haben das Privileg, hier auf diesem Server zu spielen. Ja, weil das ist halt ein sehr besonderer Server. Mhm. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier wieder hoch. So, so. Also wie gesagt, wir können es leider nicht anders machen. Wir haben das schon mal anders versucht gehabt, aber das, ich sag mal so, das verhindert auch ein bisschen hier einige unerwünschte Spieler auf dem Server zu haben. Ihr versteht schon, weil wir haben hier Tatsache, wir kommen hier auf dem Server ohne Claim-System auf. Also ohne Griefer Protection und all das Gedöns.
weil die Leute sich das Tatsache zweimal überlegen, was sie hier tun, weil wir haben sehr, sehr strenge Regeln. Das heißt, bevor man auch hier mitspielen kann, wie gesagt, muss man dann, oh, guckt mal, Oh. muss man halt auch die Regeln halt akzeptieren und die sind sehr, sehr strikt. Das heißt also, bei uns nicht mit Abmahnung oder so, sondern wer gegen die Regeln verstößt, fliegt halt direkt, ne? Also wir sind da sehr, sehr streng. Blöde Hexe da schon wieder. Auf sie mit Gebrüll. Brüll. Okay. Hast du Gift geschluckt? Hast du keine Milch mehr? Doch, aber ich. Hast du nicht. Dann trink. Milch ist gut, macht müde Männer munter. Stimmt auf die Villager zu. Oh, Ach, ich kann so herrlich gemein sein zwischen. Aber Wusi hält das aus. Ja. Ja, wir sind Schweizer. jo, Schweizer vertragen eine Menge. Ah, die haben ja auch manchmal einen sehr komischen Humor. Okay, Ja, also, wir eben. hätten diesen Herrn hier. Einreihen. Und dann, Oh, oh. ja, macht nichts. Au. Ich klebe. Oh. Wieso klebe ich hier? Ach, am Zaun. Was ist denn der Heini? Ist der da noch drin? Geh den mal kurz. Ja, der ist doch gar nicht mehr da. Ich bin fast kapiert. Noch 2 Macht Herzen und nix. dann. Da, okay. Aua. Hey, geh weg. Gehst du weg? Das ist ja schon mal wie Ungeziefer hier, das Zeug. Die sind ja echt eklig. Wirklich. So, Emeralds habe ich schon eingepackt. Wir müssen halt aufpassen. Denkt dran, hier gibt es irgendwo so eine eklige Falle. Oh, ich muss mal. Warte mal, ich klicke mal kurz trotzdem das Bettchen. Gibt es hier keinen Gang nach unten? Hä? Sehr merkwürdig. Aber da gibt es noch eine Truhe. Oh, hier gibt es Kupferbarren. Sehr schön. Oh, weißt du, was ich gerade gekriegt habe? Ein Totem. Yay! Totem-Püppchen zum an die Wand hängen. Willst du haben? Ich habe keinen Platz bei mir im Inventar. Ja, dann heb ich dir auf. Pack's dann ein. Ich hab so viele Dinger von denen, ey. Kann mir da die ganze Galerie schon mitmachen. Ganze Bildgalerie. Ah, das kann ich ja gar Okay, nicht jetzt hätte ich einpacken. Platz. Danach. Das ist. Ah. Okay, ich gehe hier schon. Okay. Ja, tut mir leid, Gamer Boy, wie gesagt, aber das ist, wie gesagt, ein sehr aufwendiger Server und steckt sehr viel Arbeit drin. Und ja, und wir machen ja zwischendurch noch andere Events. Wenn du Lust hast, Gamerboy, solltest du die Tage auf jeden Fall immer wieder mal vorbeischauen oder den Community-Tab lesen, weil nämlich ich vorhabe, unseren lieben Cooper zu überreden, dass er uns einen Multiplayer für Bedrock und Java vielleicht eventuell, weiß ich nicht, ob er das schafft, aber auf jeden Fall Java wird auf jeden Fall wieder möglich sein. Aber ich denke mal, der macht auch Bedrock und Java zusammen. Er weiß ja jetzt, wie es geht. Und dann spielen wir alle zusammen die Potato Map. Was hältst du davon? Da kannst du da mitmachen, da brauchst du gar nichts zahlen. Es ist dann frei für jeden. Es wird bestimmt super lustig, wenn wir die alle zusammen machen. So, was mache ich jetzt eigentlich mit diesen 1000 von Zäunen, die ich jetzt in meinem Inventar gesammelt habe? Oh ja. Kann passieren. Oh Mann. Okay, also hier war leider kein unterirdisches Ding drin, also zumindest habe ich den Gang nicht gesehen. Aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Also, falls da doch einer sein sollte, gibt es ja genügend andere Spieler, die sich dann den Loot holen können. Das ist damit kein Problem. So, wir laufen schon wieder irgendwie, habe ich das Gefühl, etwas merkwürdig. Nein, wir laufen richtig. In die Richtung. Hier muss die World Border sein. Irgendwie. Ja, Irgendwo da. im Norden. Ja, deswegen. So,
So, was im Norden? Ja, im Norden ist die Worldborder und wir laufen gegen Westen. Ah, okay. Stimmt, das ist ein W, kein N. Oh Mann. Halt! Nicht ins Loch fallen, Bobo. Nein, wir fallen heute nicht ins Loch. Ins Wasser eher, aber nicht ins Loch. Das Das ist so machen wir deine heute. Spezialität, Löcher fallen. Oh. Also heute ist echt ein komischer Tag. Ein sehr komisch. Was machst du denn? Ist das fest Ich hole okay? Knochen. Übrigens können wir andere Schuhe anziehen. Meine sind nämlich eh gleich kaputt. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo ein paar Kühe unterwegs treffen. Aber hier gibt es anscheinend nur Hunde. Ich habe zwar ganz viele Knochen gerade weggeschmissen. Kein Schafebrot. Ich will keine Schafe, ich will Kühe. Wenn man Kühe braucht, kommen sie nicht. Und wenn man keine braucht, sondern Schafe, dann kommen Kühe. Es ist jedes Mal dasselbe hier. So. Humu. Ich habe Kühe. Kühe, Kühe. Wie seid ihr jetzt hin? Boah, Wehe. Wehe. Ihr seid jetzt aber auch nicht bitte da unten. Hier, irgendwo ist Ja, eine ja, Kuh, aber ich aber glaube, die ist wo? da drunter. Wo? Ich sehe sie auf meiner Karte, aber ich. Ah, dieses Gebüsch hier. Kann nicht mal einer Unkraut jäten hier. Wirklich. Er hat die Kühe geklaut. Die sind weg. Die haben sie in Luft aufgelöst. Also ohne frechen Kühe, aber auch. Dam, dam, da. Guck mal, ein Strand. Ein Ministrand. Schöne klare Wasser hier immer. Hui. Hopp, 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 hopp. Okay, es heißt wieder Boot fahren. Auch nicht schlecht. Habe ich mein Bötchen noch? Ja, ich hab. Sehr schön. Was? Das Wieso? ist mein Hund. Ach, das ist dein Hund. Ich habe mich gerade gewundert. Was Ja, macht der denn da? Oh, okay. Hopp. Immer an der Border lang. Oh lala. Oh lala. Ich bin so gespannt. Hab so das Gefühl, als ob wir heute irgendwie noch was ganz Großes. Du auch? ja. Piep, piep. Ein Mann spielt wieder mit den Heizungen rum und ich höre es piep. Ah, Ist ihm kalt. Hast du schon wieder an meinem Boot? ja, tut mir leid. Mhm. Ich Dachte, ich hab's gemerkt, hatte weil ich eine. komme dann immer nicht vorwärts, weil er mein Boot immer stoppt. Er bremst mein Boot aus und ich ruder und paddel mir einen Wolf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dum, da, dum, dum. So, schauen wir mal. Ah, das ist 2, 3, 4 Kühe. Ja, ich sehe schon. Auch sie mit der Axt. Ihnen das Fell über die Ohren zieht. Guck mal, wie nah die an der Wildborde stehen ist. Was ist da? Fleisch. Ich brauch euer Oh Gott, die haben ein Kind. Die haben ein Kind. Ich will nicht. Nein, bin weg. Ich schlage keine Mutti. Nein. Ui. Und die nächste Höhle. Ui. Wow. Eine schöner wie die andere. Und Wow. Ach Menno. Aber wir müssen ja irgendwann mal nach Hause. Das geht so nicht. Könnt ihr die Höhlen nicht woanders hinpacken, damit wir sie nicht sehen? Da, nämlich aus lauter Protest jetzt Eisen. Kann man ja nie genug haben. Auch wenn wir eine Eisenfarm haben und es nicht farmen müssen. Naja. Und die geht hier noch weiter. Was ist? Geht da immer noch weiter.
Das ist ein riesen. Wow. Hier ist ja eine Monsterhöhle. So, wir quetschen uns hier mal durch. Ignorieren einfach die Höhle. Ich hätte schon Bock, mal wieder eine Höhlentour zu machen. Aber ihr müsst verstehen, unser Inventar. Hallo? Doppelklopp. Da. Da, da. La, 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 la. Keiner eingesperrt. Das sah gut aus gerade. La, la, la. Aber schön wohnen die hier, muss man ja schon sagen, ne? Dass sie ein Ja. schönes Zuhause haben. Ah. Ui. Ähm, okay, ich komm. Was machst du da? Schnell was schauen. Okay, sind wir in der Höhle. Ja, ziemlich tief. Ich glaube, die gehört doch zu dem Höhlensystem von der anderen großen Höhle. Würdest du bitte dein Boot selber tragen? Sag mal, geht das schon wieder los? Dass du mir dein Boot gibst? Dachte schon, irgendwie ist irgendwo was. Er entsorgt jedes Mal sein Zeug in meinem Inventar. Ich trag doch schon so schwer mit 100.000 Beuteln hier. Wenn du so habgierig bist und alles nimmst, Gar nicht wahr. Da, ne, das ist ja auch wieder ein ganz toller Berg. Da kommen wir ja wieder unheimlich super duper rüber. Aber das kriegen wir schon. Machen wir halt ein Stück. Jeweils. Es sieht schon sehr interessant aus. Muss man schon sagen. Okay, hier kommt wieder Wasser. Wasser. Plupp. Und der Sonne entgegen. Ja, wir sind so ein paar Blöcke neben der Wildbow, ne? Tap, tap. Ach ja. Und was habt ihr heute alles Schönes getan? Habt ihr das Wetter auch so genossen? arbeitet. Heute Morgen war sehr kalt. Aber gegen Abend wurde es. Fusimo Muss fährt den da ganzen hin. Tag arbeiten. Oh, es ist unfair. Ich habe einen Doppelleuchtturm gefunden. Oh, sehr schön. Dafür haben wir ja letztens den Zwillingsturm und Einfach Leuchtturm. den dreifachen gefunden. Ne? Also meinte Rio aber auch, dass der ganz, ganz selten ist. Ich finde die Sonnenuntergänge so schön, wenn der Sternenhimmel kommt. Wo lebst du noch? Ja, Heute. Ah ja, ich sehe dich hinter ich mir. glaube, denk mal, wenn ich runtergegangen wäre, hättest du das mitbekommen. Blub, blub. Ja, hier ist ja mal die Gefahr, wenn man stehen bleibt, dass irgendeiner mit Kuchengabeln schmeißt. Das macht Aua, ganz tolles Aua. Heiß? Ich habe ein bisschen TNT gezündet versehentlich. Oh oh. Jetzt ist da ein Loch. Oh oh. Man sollte mit einem Schwert nicht auf TNT hauen. Nee, sollte man so nicht.
Wir sind schon mehr. Guck mal, da ist wieder ein Dorf. Und dort hinten ist so ein Blütendings. Ja, so ein Wasserdorf. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr die Dinger seht, wenn Wassereimer Wasser reinkippen oder jetzt in dem Falle braucht ihr wirklich nur so ein Stück Ton wegmachen und euch quasi eine Wasserrutsche ganz tief nach unten. Und vor allen Dingen möglichst schnell nach unten tauchen. Nicht vergessen, weil sonst geht euch die Luft aus. Es ist mir nämlich schon ein paar Mal passiert, dass mir die Luft da einfach ausgeht. Mhm. Haben wir rüber durch den Mangroven-Dschungel gemixt, gedöns, was Ja. da ist. Ist auch Da noch ein gibt es Dorf schwebende anscheinend. Inseln. Guck mal, da ganz oben. Ist da die? Ah ja. Ja, mal schauen. Was haben wir denn? Oh, wir sollten ein Stück genau in die Richtung gehen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, wo du hin willst. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Das sieht nach Spaß aus. Nach großem Spaß. Nach sehr viel Spaß. Ich krieg fast ein Was machst du denn Herzinfarkt. da? Du sollst doch nicht in die Löcher springen. Ich dachte, es wäre eine Schlucht Runter. gewesen. Da wohnen meine Lieblinge. Okay. Denk dran, Wusi. Bett aufstellen. Schätzchen. Das ist sicherer. Ach, meine Lieblinge. Ich liebe sie. Ich liebe sie. So, hier gibt es schon mal ein Feld. Hier gibt es leuchtende Kürbisse. Und leuchtende Kürbisse heißen nette, kleine, mit wunderschönen Hütchen behaftete, nette die da. Yay! Und ich habe Zucker gekriegt. Und ihr, wie nett. Und Sprengstoff. Und Emerald. Und Setzling. Cool. Ich kann Baum pflanzen. Juhu. Ja, Pflanzenbaum. Hierhin, weil ich kann. So, dann schauen wir mal. Hier gibt es noch einige merkwürdige Dinge. Da unten ist das nicht. Oh, Da gibt es einen Turm. Pass auf mit dem Turm, weil die ist richtig. Okay, wo steht? Katze steht. Okay, Brot kann ich mir wieder mitnehmen. Kann ich mein Brot wieder auf Bettchen anklicken? Ich klicke mich immer in den Hexendingen. Oh, ich finde diese Pilze so genial. Was ist denn das? Warte mal, das ist in den Pilz reingeneriert. Warte mal, ich probier mal was. Warte mal, ich muss da irgendwie... Oh, ich komme nicht an die Druckplatte da oben ran. Wartet mal. Ich muss ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Okay. Weil hier ist nämlich nur hoch. Hier ist normalerweise nämlich nur Druckplatte. Wartet. Das ist, ich setze mal den dazu und baue hier mal die Leiter dahin. Und das wird schwierig. Warte mal, ich muss die Leiter doch noch abbauen und einen höher setzen. Mal sehen, ob ich da hinkomme. Ah, haltet mal. Funktioniert nicht. Dann setzen wir den mal dahin. Okay, das ist der mich da stört. Warte mal, ich muss ja irgendwie das hin. Da komme ich. Gehen da nochmal weg. Hab ich noch Leitern? Mir war so, als wenn ich irgendwann Leitern. Ne, habe ich nicht. Warte mal. Wir machen mal. Vielleicht klappt's dann. Ah, ich bleib da hängen. So, jetzt aber. Das ist Tatsache nämlich ein Headshot. Seht ihr? Ja. Guten Abend, liebe Alamir. Guck mal, hier gibt's Fichtenholz und... Also hier ist Tatsache in dem Pilz dieser Turm generiert. Ist ja mal cool. Das ist sehr witzig. Okay, jetzt habe ich mal Leder.
2 Stück, mir fehlen noch welche. So, dann muss ich mal Ich habe kurz. noch ein Leder. Da ist noch eins. Und kommen noch ein paar Kühe. Hier gibt es bestimmt noch. Dankeschön. Ich muss mal kurz mein Holz wieder loswerden. Also wie gesagt, normalerweise ist hier nämlich eine Druckplatte. Ja, und dann gehen diese Command-Blöcke da weg. Also, ich baue das hier mal wieder ran. Hättet mal irgendwie anbauen. Ja. Notdürftig repariert. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Weißt du schon in dem netten Haus der Hexe? Da waren wir. Da waren wir Hier? drin, Nein. ja. Gibt es hier Oh noch doch. irgendwo? Da muss irgendwo noch eine sein. Wo ist noch? Hier hinten. Hier hinten. Ah, doch, hier. Also hier ist kein. Hier sehe ich. Ah, hier ist eins. Ich habe noch eine Kuh. Okay. Und 4 Leder. Sehr schön. Okay, dann kann ich mir nämlich jetzt paar Ersatzschuhe machen, weil meine sind doch ziemlich Schrott. Bevor ich das nämlich vergesse, ist mal die weg. So. Okay, hast du sie gefunden? Ja, Gut. und die Echse auch. Hast du noch Ich, Milch? nein. Dann komm hier. Ah doch, ich hab Milch. Sehe ich gerade. Oh, du hast doch, ich wollte gerade sagen, du hast doch eben die Kuh gemolken, bevor ich sie geschlachtet habe. Ah. Okay. Das war Die also arme das Kuh hat er ja Hexen. total verwehrt. Was? Er ist verwirrt. Und die arme Kuh, total verwertet. Erst gemolken und dann geschlachtet. Ja, wenn, dann machen wir es richtig. Hier ist noch Zucker, den brauchen wir. Dann können wir nämlich Kuchen backen, Kekse und sowas. Ja. So, dann schauen wir mal. Richtung West. Okay, dann müssen wir hier. Ui. Das ist aber hübsch hier mit den Pilzen, deinen Feldern hier. Sehr hübsch. Das ist, ui. Guck mal. Oh, Noch ein bisschen Eisen und Obsidian. Und hast du nicht gesehen. Sehr schön. Okay. Nix, was wir brauchen. Also ich brauch's nicht. ich brauch's auch nicht. So. Und wie gesagt, im Sumpf brauchen wir auch nicht nach dem Schleim zu Oh, gucken, weil so ein Schleim wir hier. haben unser Betten zurückgelassen. Richtig. Weil das können wir aber nicht machen und Betten da stehen. Sehr blöd. Ich wenn werde mir man- mal so ein Au. Hexenbett nehmen. Das sieht Au, viel schöner aus. au. Was machst du denn, Nakai? Verhauen. Hast du wirst verhauen? Ja, ich habe nichts gemacht. Oh, ist voll gemein. Genau, Ja. einmal das Bett. Ich nehme das und das hier. Meins. So. Okay. Treffpunkt am Pilz. Yay! Da oben sieht es aber auch interessant aus. Dazu war Ja, eine Seite hoch. Das ist auch wieder so mehrere Biome in einem. Das sieht, da hast du ein ziemlich Stück farbig aus. Savanne, Tanne, also Fichtenwald, Savanne, Mangroven, na, noch alles. Mann, sind das viele. Mesa oder sowas. Das sind ja voll die vermischten Biome, sehr merkwürdig. Vor allem, guck mal an, wo der Mangrovenbaum steht. Oben auf dem Felsen. Wie ist denn der da hingekommen? Der wächst in luftigen Höhen. Hallo Kuh, ich brauch dich nicht. Oma, wo die Mangroven hängen. Ganz oben.
Ah, auch wieder so eine Höhle hier. Oh Mann, das ist doch voll fies. Guck mal, mit Wasserrutsche nach oben. Super. Ey, das nenne ich ja mal cool. Den Oh, finde ich großer weniger Freund. cool. Ups. Ähm, Den fand ich jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Boah, um die eine Sprengkraft hier. Guck mal, und hier ist ein Stück Savanne. Voll witzig. Ich find's voll witzig, wenn du so ganz viele ähm, Biome hast. Okay, es ist nett, dass wir jetzt hier. Okay, Dankeschön. Ich würde gerade sagen, hier schlafen ist nicht gerade optimal gerade. Aber das ist ja sehr interessant, so viele Biome auf einmal. Es ist ein wahres Biomgemisch hier. Mhm. Okay. Wollen wir ein bisschen auf der Insel, auf dem Land weiterlaufen oder wollen wir hier im Boot weiter? Wir Ich könnten mit überlege dem Boot gerade. weiter. Ich denke, Ja, hier ist nichts mehr außer dem oder Hexendorf. gibt's. Okay. Da, 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 da. Oh, wow. Das sieht schon irre aus, wenn das so aufploppt vor allen Dingen. Irgendwie rechts oder links? Sonst fahre ich gegen Äh, Felsen. Schnell, schnell! rechts, das ist links. Ich Mitte. Mitte, genau, okay. Mitte. Okay. Ein bisschen über Land laufen. Ist interessant. Da, 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 la, la. Ist auch eine schöne Baugegend, muss ich sagen, weil du hast einen großen Berg und sehr viel Flachland hier. Es ist nicht schlecht, wenn man bauen möchte. Also für eine Burg oder so wäre das richtig ideal hier. Ich bleibe bei meiner Insel. Finde ich cool. Und ist eine Insel, die wir gerade feststellen. Das ist eine Insel. Aber guck mal, wenn du hier so, kannst du oben eine Burg raufstellen. Auf den Berg Ja. da. Dann hast du hier so Und eine dort ganze Ebene drüben, für eine große Stadt. Cool. oder drüben ein Händler auf dem Schiff. Ja, das wäre so ein Fischerheini. Mhm. Also die findet er auch öfters hier. Ja, also eigentlich relativ viele hier unter. Also verhungern könnt ihr hier nicht auf der Map. Also da habe ich noch keinen erlebt, der hier vor Hunger irgendwie gestorben wäre. Na, auch nicht. Ja, hier gibt es ja überall Fischis und man kann ja auch angeln und es ist wieder zum Beispiel so ein anderer Händler. Aua. Da muss man immer aufpassen, dass man sich nicht mit der Falltür selber erschlägt. Äh, Diese falsch rum. Oh, da muss ich rum. Da. Da hinten, wie gesagt, gibt es halt immer eine Angel mit Haltbarkeit. Ich habe übrigens eine sehr gute Angel da mal rausgezogen. Richtig. Hier gibt es Kupferblöcke und Fischis. Oh, vergesst auch nicht, hier in die unteren reinzugucken. Also, da gibt es halt Kelp und alles Mögliche. Jo. Tadam, tadam. Aber ihr seht halt Fischer, ne? Fischer haben Fische und Kelp. Also Seetang halt. Ja. Und ihr könnt natürlich den auch antraden, wie ihr wollt. Ab. Aber der hat nichts Interessantes. Ich habe so viel Fisch gegessen, ich kann schon keinen mehr sehen. Er kommt mir schon zu den Ohren raus. Und vor allen Dingen, ich glaube, bisher hat auch noch keiner einen Wassertempel, glaube ich, trockengelegt, oder? Ja, Ja? Hast du schon einen ich habe einen komplett trockengelegt? abgebaut. Komplett abgebaut, okay. Weil ich weiß, dass, ich glaube, Hanna war, glaube ich, in einem drin.
Der Aber ist ja 20.000 Mal gestorben. ich habe das noch nicht gemacht, weil, wie gesagt, es gibt so viel auf der Oberwelt und dann die ganzen Höhlen noch zu entdecken und so, weil da gibt es ja auch teilweise Sachen drin. Und ja, wie gesagt, da bin ich voll ins beschäftigt. Und dann gibt es ja auch eine ganze Menge, das hat Christa zum Beispiel gemacht, die hat sich mal eine Weile mit diesen kleinen Ruinen, Unterwasserruinen auseinandergesetzt. Die sind nämlich auch nicht so einfach, wie man meint. Hm. Jeder hatte da eins. Ihr seht da schon wieder ein Fischer. Da kommt der nächste Fischer. Und was sie aber, glaube ich, schon geschafft hat, ist einem eine Kuchengabel abzulösen. Das hat sie, glaube ich, schon. Habe ich auch welche. Oh. Aber wie gesagt, ich bin halt mehr so auf der Map halt unterwegs. So. Ja, mir alles angucken und dann bauen halt. Und ja, in der nächsten Zeit, wie gesagt, muss ich halt mal gucken, ob Hanna und Matze dann mal Zeit haben wegen Base-Besichtigung. Weil die waren ja diejenigen, sagen wir mal so, die doch schon relativ sehr lange von Anfang an da sind. Und ich könnte mir vorstellen, das hat sich da gewaltigst verändert. Zu dem, was ich damals gesehen habe, wie ich das allererste Mal bei denen war. Und ich denke auch Mimi Space wird wesentlich größer jetzt sein und viel, viel mehr zu sehen sein. So. Dam, da, dam, da. So, jetzt haben wir erstmal ein Stück mehr vor uns. Dann kann ich ein bisschen was trinken. Vorausgesetzt, ich kriege meine Flasche auf. Wartet. Ich war. Jetzt machen wir meinen Sohn in die Zähne. Ups. Hm? Ich glaube, du hast nicht, Ja, nicht so ja, gut du mitbekommen. wolltest mir nur auf den Rücken hauen, damit ich mich nicht verschlucke. Gib's zu. Oh. Fusi, der hat das echt drauf. Wie oft der mich schon gehauen hat. Wie gut, dass ich eine Rüstung Hau anhab. doch zurück. Ja, ich sitze ja vorne im Boot. Ich muss ja rudern. Er Dann ist lass mir ihn doch aussteigen und alleine ausgeliefert. weiter. Was war das denn? Okay. Ploppte was auf und verschwand wieder gerade. War nicht schlecht. Hallo Eisbär. Wir könnten ja mal ein Stückchen da ranfahren, damit das ja noch... Oh, was ist denn das? Das sieht aus wie eine kleine... Sollte hier eine Ruinenstadt sein? Ja, wenn ich endlich mal das wohl essen hätte. Oh, kann man durchlaufen? Das hier hinten sieht aus wie ein Mini-Stonehenge aus. Jo. Gib mir deine Emeralds. Ein geheimnisvoller Ort. Man dann Ritual machen muss, damit man hier weiterreisen darf. Naja, man weiß es halt nicht. So, ich kletter mal nach oben. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Überblick. Ah ja, hier sind auch noch Reste von Gebäuden. Aber das sind halt keine Buddelgebäude, sondern Tatsache Ich habe Iglu Ruinen halt, gefunden. ne? Was hast du gefunden? Ein Iglu. Ein Iglu. Aber ich glaube ohne Keller. Oh. Und wir haben eine wunderschöne Insel hier gefunden. Oder ist das schon Festland? Genau, Festland. Toll. Das Schön ist veräppelt. mit einem unterirdischen Stonehenge. Guck, hier ist noch eins. Ich denke mal, das waren eher Türme mal früher. Vor langer Zeit, vor langer, langer Zeit, als meine Urfuchs-Oma noch gelebt hat. Aber wir können ja ein bisschen querfeld bitte jetzt mal laufen. Das ein Steintor? Oder ist das Stein bei den Hügeln?
könnte es sein. Das sieht, dabei noch ploppt's nicht zu. Weil manchmal ploppen die Sachen ja dann so komisch. Das sieht ja auch aus. Ein Sonnentuch. Das ist ja eine irre Landschaft. Guck mal, ein Portal. Wow. Das ist ja echt krass, was es hier alles so gibt. Ah ja, mit netten Eingang. Schaut mal. Geht's direkt nach unten. In die Hölle. Aber das ist so ein richtiges Sonnentor hier. Mal durchgucken. Hier gibt's viereckige Berge. Ah, mein Herz. Ich liebe es immer, wenn andere Leute die Türen neben mir aufreißen. Kennt ihr das? Keine Dein Schritte Sohn? zu hören. Ja, ja. Und dann Romsch. Türklinke wird runtergedrückt, Tür aufgerissen und ich sterbe hier. Jetzt mal 1000 Tode. Könnt ihr auch mal anklopfen, ne? Na, er hat das Zimmer neben mir. Er muss immer durch meins durch. Das ist so Aber ein trotzdem altes anklopfen. Bauernhaus. So, Bettchen. Oh, hier ist schön warm. Hier schleife. Darf ich, hier bleibe ich. Musst du fester hauen. Boah, Gary. Rosi hat die Erlaubnis, mich fester zu hauen. Ich glaube, es hackt jetzt. Ich glaube, das kommt nicht Nein, gut. du haust mich nicht. Nein. Auch wenn du die Erlaubnis von meinen Männern hast. Nein. Oh. Oh, guck mal, da hinten brennt was. Ist ihm wieder langweilig, Da deine Mann. sind unsere Freunde. Ah, Aha, Au- im Süden. auf zum Angriff. Auf geht's. Die darfst du hauen. Da hast du meine Erlaubnis. Das Horn habe ich, glaube weggeschmissen. Da, 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 da. Guck mal, da ist schon wieder so ein Brunnen. Ah, ist er? Ah, da, da. Popo hauen. Popo hauen. Nee, 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 nee. An so viel. An so viel schönes Heu. Wir brauchen Heu ist nämlich unnötig. ganz viel Musterwissen, weil wir müssen nämlich ganz viel von diesen Flammendingern machen. So stark. Mhm. Ja, Oh, wo macht kommst du denn keinen her? Unterschied. Da, 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 da. Da, da, Doch, keiner. da, 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 da. Okay. Ja, brauchst du mich oder was, ne? Soll ich mal zurückhauen? So, passt schon. Da ist so ein komischer Brunnen, aber der hat So, leider keine Bedeutung, weil der hat keine nimm diesen Krümelblume drin. Zahnstocher. Da seht ihr den. Das ist leider kein Zugang zu einem Dorf. Wo ich mich immer noch frage, was macht der Brunnen hier? Und einen Brunnen. Sie haut einfach auf. Nein, ich Sackgasse. Ist nur zum Und Ertrinken geeignet, meinst du? Und die Felder zu bewässern. Ja. Du hast kaputt gemacht. Wie noch Du hast kaputt gemacht. Ein Stein, der ist durchlässig. Ach, stimmt ja. Ist ja ein Gott, Treppe. ich Moment, verdammte irgendwo Angst. habe ich sicher. Oh, das kommt weg. Wir könnten ja ein Schild ranstellen. Hier waren Wusi und Bubu unterwegs. Wir waren's nicht. Tschüss. Wir waren's nicht. Wir haben's nicht. Oh, nicht Ich schon wieder. war? Ich sehe doch nicht schon wieder Eisberge. Oh da nein. hinten. Ah, okay. Wieder Schneeschuhe anziehen. Okay. Wusi, Schuhwerk wechseln. Es wird Ja. wieder Schnee. Ich habe eine Schaufel, ich brauche keine Schuhe. Eisig kalt. Oh. Bubu, du fühlst dich aus wie ein Sweatpixel. Ja, ja.
Jetzt hier den Schnee magisch an, glaube ich. So, jetzt müssen wir mal Was ist gucken, wo wieder ist so? eigentlich. Ne, wir sind ja Richtung Westen unterwegs. Ist schon richtig gelaufen. Ei, okay. Aber vielleicht haben wir Glück, weil gerade in solchen Gegenden, wie gesagt, findet man halt diese großen Städte der Eiswanderer. Die sind auch sehr interessant. Hoffe, dass wir sowas finden. Ja, mit Rio war ich ja schon in zweien. Weil ich weiß, dass es definitiv natürlich noch mehr gibt. So, ich schau mal. Hallo Eisbär. Hat kein Kind bei sich, ungefährlich. Und wie gesagt, das könnte man natürlich hier noch viel interessanter halten. Oh, da wieder nette Freunde. Oh, Gucken. Können wir uns warm klopfen. Wir schreien den Berg runter. Attacke! 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 Ah ja, und dann noch um Schneegestöber, damit man ja nicht sieht hier. Gehen Sie weg. Weg. So. Schneegestöber und bei Nacht. Das haben wir ja noch. So. Mein Bettchen aufstellen. Bett. Bisschen was essen. Doppelstockbett. Es ist erst 12:30 Uhr, warum bauen wir die Betten auf? sieht dunkel aus. Mittagsschlaf. Ich glaube, die Leute sind hier auf dem Server unterwegs. Mittagsschlaf. Ich habe echt gedacht, wird Nacht schon wieder. Oh Mann. Du sollst doch spielen, nicht denken. Ja. Es schneit doch schon wieder. Nee, bei mir regnet. Na, hier schneit. Ja, alles grau, diesig, voller Schnee. Eklig. Oh, was sieht man jetzt im Augen da? Hui. Aber es läuft sich halt schön schnell über Eis. Also richtig überrennen immer. Muss mich ja irgendwie warm halten hier. Da wird auch keine wollene Unterwäsche hier getan. Oh, Kuhhasen. Kuhhasen, ja. Henrys Kuhhasen. Oh je, ich sehe schon die ersten Eispickel, Dönsberge davon. Oh Gott. Ähm, die Berge sehen nicht besonders klein aus. Nein, sieht eher Du musst nach dich durchbuddeln. großen Bergen. Wir bauen Tunnel durch, genau. Ei, 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 das sind ja wahre Titanikberge hier. Und dann noch Eis. Oh Gott. Na, das kann ja was werden. Oh Mann. Aber vielleicht kommen wir auf dem Eis ohne Probleme durch. So, ich schau mal. Da irgendwas über... Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja gut. Laufen wir. Vielleicht entdecken wir ja irgendwo ein Boot, was irgendwo festgefroren ist. Und dann habt ihr eigentlich schon mal so ein Boot in einem Eisberg gefunden? Mehrere. Die richtig drin waren, so wie Titanic quasi. Ich habe Mhm. erst eins mal gefunden. Weil ich fand das äußerst faszinierend. Das sah sehr lustig aus. So, ich bin gerade mal kurz mein
Zeug hier wieder einsortieren. Warum habe ich hier eigentlich Weizen? Weiß. Okay, ich Für den versuche Schlamm. in dem Schlamm. Nicht, ja, Weizenkörner. Ach so. Das dort Da. unten. Und ich glaube beim Für Astcamp. Pixel könntest du jetzt Mehl draus machen. Puff. Oder? Oh, ein Ja, ist schöner ein Tempel Astcamp. hier unten. Aber wir sollten uns hier nicht so lange aufhalten, du weißt, was Ja, dann sonst kommt passiert. Haben wir wieder diesen Langsamkeitseffekt und fahren wieder in Zeitlupe gegen und können nichts mehr abbauen. Ey, was für ein Labyrinth hier wieder. Wer hat denn die ganzen Eisberge hier hin? Wer war das? Mimi. Ja, ich glaube auch. Jetzt regnet es auch noch. Toll. Wunderschön. Da fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. Beschwert sich erst, dass es schneit, und jetzt beschwert sich, dass es regnet. Ja, eigentlich im Eismeer ich davon ausgehe, dass es dann schneit. Und nicht regnet. Ah, siehst du, was ich sehe? Oh. Guck mal. Was gut anderes. Wir haben ein Pilzreich gefunden. Oh, mit roten Mushroom, Mushroom, Kühen, Mushroom, Pilzkühen. Hallo Pilzkühe. Oder Abgeschlüsselt, da beide gibt es Pilzsuppe. Ich hab Holz dabei, ja. Oh, guck mal, wie die uns angucken. Die wollen an meinem Hut knabbern, glaube ich. Ja, nie. Die sich alle um unsere sammeln. Oi, ihr seid gar nicht neugierig, oder? Bären. Ich glaube, die sind nicht. Aber ich weiß, warum. Die wollen, dass wir schlafen. Ach ja. Das ist eine ziemlich lange. Aber nicht wirklich groß. Die andere, die wir gefunden hat, war größer. Das ist eher so ein Pilz, Band. Das ist eine sehr merkwürdige Insel. Schaut mal. Na doch, sie könnte groß sein. Könnte. Ja, in die Richtung müssen wir eh. Hui, Höhle. ein bisschen wenig nach Westen. Ja, ich wollte mal gucken, ob ich das hier noch ein bisschen aufdecken kann. Wie groß die Okay. wirklich ist. Uff. Also hübsch ist sie ja, kann man ja nichts sagen. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen Mütze mit nach Hause. Mach, da können wir Pilze züchten. Weil ich habe ja Behutsamkeit zumindest auf meiner Pickaxe. Dann müsste ich das ja eigentlich auch mit abbauen können. Ja. Okay. Könnten wir nämlich gut mit einbauen. Habe ich da gerade eine Angel? Ach, ein Fernglas. Okay. Okay, ich habe jetzt 13 Mütze-Blöcke, das muss reichen. So, ich muss jetzt das nächste Bündel Die hier kannst du ja raus. vermehren. Ja, meine Bündel gehen mir nämlich auch langsam. Den haben. Okay, ich habe mir noch 2 Pilze organisiert, ja, 2 braune. Will mal gucken. Nee, also die ist Tatsache frei zur Verfügung. Ohne World Border, die steht nicht schlecht. Das ist cool. So, oh, auf geht's. Weiter geht's. Weiter. Eine sehr schöne Pilzinsel, aber leider etwas weit weg. Aber bei solchen Dingen, wenn ihr mal einen Platz habt, der wirklich sehr weit weg ist, haben wir Möglichkeiten, natürlich dafür zu sorgen, dass ihr auch eine Anbindung kriegt über einen Teleporter, der bei euch dann in der Nähe steht und zu dem ihr natürlich dann auch zum Spawn wieder zurück switchen könnt.
Mhm. Das haben die extra so gemacht. Für alle, die sehr, sehr, sehr weit weg wohnen, damit natürlich ihr interagieren können mit den Einwohnern. So, fahren wir mal weiter hier einen auf Titanic machen. Ich hätte auch mal Lust, so ein Eisschloss zu bauen oder sowas. Also in die Eiswelt zu ziehen und mal zu gucken, was man da draus bastelt. Ja, auch mal interessant. So wie Frozen oder sowas. Mit Schneeblöcken und so, weißt du? Wir haben mal Dedel Ja. mal auf der einen Winter-Map, Hallo Kaktusmeister, schön, dass du auch wieder dabei bist, haben wir mal Tatsache, oh Gott, die hat ein Kind. Tüt, tüt. Ra. Und was ist denn hier? Unter mir ist ein Tempel. Punkt. Eisscooter, jetzt hänge ich endlich fest. Okay. Kite. Da ist ein Tempel. Also so ein, weißt du, so ein kleiner Tempel. So von den Ja. Kuchenschmeißern da, von den Gabeln davon. Das, das ist das Einzigste, was ich hier nicht so mag, in diesen Eisbiomen, dass man immer wieder das Problem halt hat, mit diesen Einsteigen, Aussteigen, Einsteigen, Aussteigen, ne? Also, dass man ja auch kategorisch immer mit dem Boot an irgendwelchen Eiskanten hängen bleibt. Wollen wir mal da drüben auf die Tannen gedöns, so Ja. ein bisschen ans Land, so mal schauen, was da ist. Da, 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 da. Fichtel. Fichtel. Einmal. Dann zoomen wir mal ran, ob irgendwas ist. Es gibt, nee, das ist, glaube ich, ein Gasthof, der noch im Schnee drin ist. In die Richtung, da ist ein Gasthof. Ah, wir wollen ja weiter Westen. Ah, wir können ruhig ein bisschen mal ins Landesinnere gehen wieder. Aber unserem Glück hört das Land auch gleich wieder auf. Kaum trockene Hier Füße gefunden. kriegen wir wieder Aber, nasse. Okay. aber immer noch besser als Schnee und Ist Ja, Eis. ja. Hier ist schön grün. Grün, grüner am grünsten. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt auch mal eine Weile auf dem Land wieder. Hier sind auch so mehrere Biome in einem. Fichte und schöner Wald hier. Das ist wie so, schon fast wie so eine Lagune im Strand vor. Sumsebrom. Da, 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 da. Ein schön großer Strand. Ein Schildkröte. Hm. Legen die eigentlich von alleine auch Eier? Ich glaube, die legen nur Eier, wenn man sie Nein, die muss per ich Hand dann vermehrt, ne? Das finde ich zum Beispiel so ein bisschen schade. Das wäre viel lustiger, im Grunde genommen, wenn die halt ihre Eier hier überall ab. Ja, du brauchst ja immerhin Behutsamkeit, um überhaupt abbauen zu können. Also das hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht, dass solche Dinge dann genuckeln. Das ist halt Minecraft-Logik, ne? Das kennen wir ja alle. Manche Dinge muss man nicht verstehen. Ah, da, da. Als wir schon für Biome erkundet. Das war zum Beispiel auch so eine Idee noch. Aber ich weiß, wenn man noch zusätzliche Biome, glaube ich, generiert, dann könnten wir Tatsache an die Grenzen kommen.
Weil, das Jungs auf zum End, wie wäre das geil. ja, wie gesagt, weil das ist so und bei dem End, wie gesagt, müssen wir halt gucken, weil, Rio hat sich das, jetzt mal genauer angeguckt, dieses Data Pack halt und, also für das End. Und sie meinte halt also, dass da eben nur andere Biome kommen mit unheimlich viel Lianen, ja. Und Lianen sind bekannt dafür, das kennt ihr ja vom Dschungel oder von den Mangroven, wenn da einfach zu Das ist viel unheimlich ist, leckt. das leckt wie irre. Das heißt, wir haben jetzt schon überlegt, dass wir wahrscheinlich für das End eine andere Lösung finden. Jetzt muss ich aber gucken, hm, wie ich das mache. Wir haben ja sowieso dann noch ein bisschen Zeit, weil ihr habt ja noch ein riesiges Nether zu erkunden, sage ich mal so. Das heißt, das lässt mir so ein bisschen Zeit, ein bisschen mal so das Bauteam ein bisschen zu koordinieren, ob wir da vielleicht was machen können. Aber da weiß ich nicht. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Weil, wie gesagt, dieses Data Pack halt leider, was ich mitgekriegt habe, auch bei anderen Servern sehr, sehr viele Lags verursacht. Das wollen wir ja nicht. Guck mal, hier gibt's ganz viele Ah, cool. Lamas. Hallöchen. Aber wie er sie gleich wieder haut. Die spucken doch. Ich hau sie nicht. Ja, das sah gerade aus, als wenn du sie gehauen. Nein, sonst. Spucken die dich Hey, an. Die spucken einen tot. Ganz eklig. Dam, dadam, dam, dada, dada, dada. Hier gibt's Diorit. Brauche ich hier nicht. Brauche ich nur 2 Pixel. So, dann schauen wir doch mal. Hier gibt es auch schon wieder mehrere Biome in einem. Das ist immer sehr interessant, weil sich dann Tatsache immer neue Dinge auftun. Oh, unsere Freunde, die Pillager, sind da vorne wieder. oh Yay. ja. Dann das Savanne Richtung Mangrove. Okay, also es wird jetzt ein bisschen beschwerlicher, weil wir gleich in die Mangrove. Es wird wieder eine Kletterei ohne Ende. Okay, ich würde sagen, wir schöpfen Kraft, gehen schlafen, essen noch Frühstück und dann. Ah, so ein schöner Sonnenuntergang. Geschlafen. Yay. Jetzt. Oh Mann. Ja, ich denke mal, wir werden auch noch ein paar Mal durch den Schnee müssen. So, ich würde mal sagen, wir wechseln unsere Schuhe. Ah, jetzt, wo kommen die ganzen Blutegel? Eklige Blut. Wirk. So, Frühstück. In den Westen drehen und auf geht's. Auf Mittendrin zum und mittendrin. Angriff. Angriff, Attacke. Wir überraschen sie beim Frühstück. Attacke. Voll drüber gesprungen. Tada. So, wir befreien wieder den Herrn Villager. So, Herr Villager, Sie dürfen gehen. Und ich nehme schon mal das Zeug hier an mich. Deswegen befreien wir die nämlich. Damit wir das Heu klauen können. Mhm. So, okay. Ui. Heilerei, nö. So, und die Dinger können wir dann wieder hier lassen. Ja, also. Ui, no. Okay. Auf geht's. Oh Gott, jetzt wird's richtig haarig hier. Oh, ich hasse den Ort. Das ist aber, warum ich die Mangroven nicht so sehr mag. Ich mag die Frösche. Ich bin ein unheimlicher Froschi-Fan hier. Erstens mal, weil man hier dort im Zickzack laufen muss und vor allen Dingen, es ist das Wohngebiet der Knallfrösche. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht die kleinen. Oh, Froschi. Das müssen wir auch bald mal machen, die Frösche züchten. Ich habe eine Froschzucht.
bei mir. So, also meine Base liegt Ich ja habe auch eine in dem endliche Idee Mangroven. gefunden. Oh, sehr schön. Und ich habe ein Dorf gefunden. Geradeaus. Einfach Und die geradeaus. endliche Idee. Nass, eklig, matschig, schleimig. Oh, wer wohnt denn hier? Ich glaube, wir haben etwas ganz Großes gefunden. Ah, Oh, oh. Ich glaube, das ist auch so ein Sommersitz. Oh, oh, ich muss hier raus. Ich muss hier Ja. raus. Ja, und wir Mein müssen Freund kommt. unsere Betten aufstellen. Oh. Grüß ihn von mir. Nee, garantiert nicht. Warum? Er ist doch Ich bin nett. alleine. Hehe. Das war knapp. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir hier am besten reinkommen. Weiß. Schön. da ist jemand verärgert. Warte. Klopf, klopf. Ei. Ach, ich liebe das immer, wenn die Emeralds haben. So, Bett anklicken. So arbeitet man sich quasi vom Bett zu Bett. Okay, hier ist noch ein Türmchen, da ist Lucy gerade oben. Das hörte sich nicht Jetzt gut komisch an. gehört. Ich hoffe, du hast nicht. Ja, diesmal habe ich dabei. Das Problem ist nur, wir haben nur einmal Milch jeder. Okay. Halt nur. Klingel mal nochmal. Nochmal klingeling. Klingeling. Klingelingeling. Hier kommt das Buchlein. Klopf, klopf. Hättest aber gerne dich zu heilen, ne? Spinnmehl. Okay, so ein Haus hatte ich noch nicht. Mal oben aufs Dach gehen. Auch nicht schlecht. In die Kiste. Oh, noch mehr Emeralds. Okay. Emeralds nehme ich mit. Falls ich doch noch was ein. Okay. Okay, okay. Ja, da vorne. Ja, hier hüpfen Schleimis rum. Schleimkinder. Hier sind Schleimkinder. Hier. Erlöse euch. Okay. Wieder ein Turm. Klapp, klapp. Oh, hier ist der Schleim oben. Ai, 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 ai. Oh, Mama, Schleime, Kinder, Schleime. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg hier. Geht weg von mir. Was machen hier die Schleimer bitte auf dem Turm? Ah, ah. Diamond? Ja, hier ist ein Schleimschrank auf dem Turm. Das ist ja echt der Hammer. Oh Mann. Okay, weg damit. Weg damit. Wir packen es. Alles, was ich brauche. Weg, weg. Krimpel. Ei. Da war ein Schleimschrank. Oh. Also ist ein Schleimschrank. Schleimschrank. Welche schon wieder vielleicht. Okay, du hörst dich schon wieder etwas vergiftet. Kann das sein? Ja, Hast du sie das wenigstens ist so. erledigt? Ja, Gut. Dann kann ich den Weizen klauen. Ja, schön. Rieche Schlamm und einen Weizen. Das ist eklig. Weil Schlamm stinkt. oh, hier sind 4 Diamanten drin. Mhm. Die haben richtig coolen Loot hier mal drin. Aber ich habe eh schon genug. Lasse, lasse Ja, die drin für das den war nächsten lieb. Spiel auch. Genau. Äh. Warte mal, ich muss mal kurz da noch was reinpacken. Also ihr seht hier. Ja, wir packen euch.
Blut da rein. Nur die Weizenballen, die muss ich halt hier rein. Rein, die kriege ich nicht. Auch 4. Okay, meine letzten 2 leeren Bündel. Ah ja. Okay. So, eine haben wir noch. Ja. Eine Hexe haben wir noch. Eine Hexe. Eine süße Hexe. Klopp, klopp. Ich glaube, Rosi hat ein Hexenproblem. Ja, ein Hexenschuss. Okay, gut, dann würde ich sagen, sammeln wir unsere Bettchen hier irgendwo in den Häusern ein. Tauschen mal wieder Betten aus. Ah. La 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 la. Also stehen ja genügend Betten rum. Haben wir ja Betten mit. Ja, guck, sonst wieder 2. Hier sind 2. Okay. Also ihr seht, es ist gar nicht so schwer, wie es ausschaut. Man sollte aber hier bei solchen, wenn das jetzt sagen wir mal, so eine riesen Menschen ist, die ich zum Beispiel hier habe als meinen Sommersitz, das ist schon eine Hausnummer, sagen wir mal so, das sollte man zu zweit machen, weil die sitzen da unten nämlich alle im Keller drin. Ne? Oh, ich glaube, hier gibt es noch eine Ruinenstadt. Müssen wir hier durchs Gestrüpp. Weil hier ist der Schmied drin. Wenn wir hier durchschwimmen, dass wir da vorne dort eventuell vorne. Froschzuchtstationen finden könnten. Siehst du das Graue da? Ja, es ist rund jetzt. Struktur. Habe ich mir... Nein. Hier sind... Ich wusste gar nicht, dass Bienen auch an Mangroven irgendwie... Da. Sag ich doch. Tempelanlage. Hey, schaut mal. Und hier findet er nämlich auch eine Schatztruhe. Schaut mal. Die nicht toll? Guck mal, da gibt es einen Froschi, Schafe und Schnellladen. Dann habt ihr ganz viel Emeralds drin. Ein effizient und vor allen Dingen Seelenfackeln in Blau. Kai, möchtest du Seelenfackeln in Blau haben? Kai? Ja, Entschuldigung, ich war gerade kurz gemutet. Möchtest du Seelenfackeln in Blau haben? Kannst du gerne mitbringen. Blaue Kann man immer Fackeln. gebrauchen. Okay, dann nehmen wir dir die mit. Weiß ich noch. Die Emeralds und sowas weiß ich halt. Also das hier zum Beispiel, da gibt es auch diese blauen Laternen, aber die lasse ich jetzt hier mal hängen. Damit der Nächste halt das ja auch finden kann. Hier gibt es nämlich ganz viele diese Tempelanlagen und es müsste hier auch diese Froschzuchtstationen geben. Also es gibt mehrere. Ja, also es gibt einen Froschi-Tempel. Das hier ist genau dieser Wasserlauf. Gibt es so einen Wasserlauf. Dann gibt es, wie gesagt, es stehen auch hier überall immer versteckt Truhen drin, wie ihr sehen könnt. Ja, mit Eisen und allem drum und dran. Das ist immer eine relativ große Anlage meist. So, ich muss mal kurz gucken. Genau, hier ist auch. Na, hier gibt es zum Beispiel Froschfleisch. Den nehme ich mir jetzt aber mit. Da bin ich jetzt ganz Kartoffeln. frech. Ich, Froschbabys. Ich brauche nämlich Froschfleisch für meine Froschzuchtstation. Also, wie gesagt, ihr findet dann so eine Anlage, wo Froschfleisch drin ist. Und dann gibt es irgendwo, hier noch ein Zuchtbecken. Es müsste eigentlich auch noch ein großes Ding geben mit einem großen Becken. Manchmal gibt es auch noch so einen Froschtempel. Aber ich glaube, diesmal haben wir hier
nicht so das Glück. Das ist. Ich schwimme hier mal kurz ein bisschen herum. Schau mal. Ja. Ja, ist ausnahmsweise mal nicht. Also bei mir, wie gesagt, gibt es mehr Froschzuchtstationen als Froschleich zum Beispiel. Und es gibt halt auch immer diese Froschtempel in Form eines Frosches. Ja. Das müsste halt ausgraben. Ne? Ausschnippeln hier. Also hier seht ihr, das ist halt, kann der Frosch sein? Ich weiß es nicht. Ich glaub's aber. Ich glaub nicht, dass es. Nein. Weil der hat nämlich ein Froschlicht oben drauf. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es immer so eine Anlage, wo er Froschleich findet. Dann gibt es einen Tempelfrosch. Und dann gibt es noch eine Anlage quasi mit einem großen Becken, wo ihr den Froschleich dann quasi ansiedeln könnt. Und da hier keiner ist, kann ich ihn mit. So. Ich bin jetzt einfach mal so frei. So, wartet mal. Okay. Hier zum Beispiel, ne? Ihr könnt da zum Beispiel beigehen. Hier ist auch eine Kiste. Hier gibt es übrigens Seelenlaternen in Blau. Die bringe ich dir auch noch mit. Perfekt. So, okay. Weil hier hängen noch und stehen genug rum, also. Versuche hier gerade. Ich glaube, ich muss meinem Ende gleich erstmal einen Tee kochen. Der hört sich schon wieder nicht gut. Weiß ich. Gut, Westen ist hier lang. Okay. Guck mal, da ist noch was. Guck mal, das ist relativ, wirklich. Oder ist das da? Nee, das war das Ding, wo wir geschlafen haben. Okay. Gut. Gut, dann können wir zur Sandbank schwimmen. Bis jetzt bin ich sehr beruhigt. Wir haben bis jetzt noch keinen Kuschelfreund entdeckt. Die treiben sich ja hier mal gerne rum. Ah. Ein Stück Wüste mitten im Mangrove. Also ihr seht, wenn ihr solche grauen Sachen seht, da kann also sehr wohl eine Struktur mal hinterstecken. So viele Hasen. Also ihr seht das hier auch, ne? Also jetzt im Nachhinein, diese Anlage halt. Und manchmal gibt es auch mehrere in einer Gegend. So, ich werde mal kurz meinem Mann einen Tee kochen. Der hört sich richtig. Passt du auf mich Okay. auf? Beschütze Ja. mich. Bis gleich. Bis gleich. Baust die einfach rein. Eine gute Idee. Muss ich gleich schnell aufs Klo, also von dem her passt gut so. So, so. Werde ich eingebuddelt hier. Ja, ich muss schnell aufs Klo. Okay. Ah. Nein, er hatte sich schon eingekocht. Hat sich nur geguckt. Eine sehr abenteuerliche Höhle hier. Schön eng hier. Ja, ein bisschen rumkrummeln. Was ist das? Was eng. Ja. Schön warm. Sehen wir aus wie die siamesischen Zwillinge. Ein Körper, zwei Köpfe.
Pipi, Pau. So, bin ich da. Gut. Ganz schön eng hier. Ja, Stopp. Ja, alle Teile wieder eingesammelt hier. Oh. So, auf geht's. Und ihr seht, wir laufen Stück für Stück halt Richtung diesen ganzen wunderschönen bunten Buchstaben aufeinander. Ja. Hallo Hase. Was schon wieder so. Mango. Runter und da vorne. Warmes Meer. Was ja auch mal lustig wäre, war mal wieder eine Wüste. Mal zur Abwechslung. ja. Das wäre nicht schlecht. Lebender Menschen unten. Oh, Jawohl. das sind Seegurken. Das sind Seegurken, die da leben. Okay. Halt für mein Schiff. Oh, jetzt aber. Okay, wieder entspanntes Fahren. Oh, ein Schiff. Ein wunderschönes Korallen. Schaut mal, wie groß. Das ist gut. Oh. Das war zum Beispiel richtig cool, dass du das eingeführt hast. Also Wasser früher immer so langweilig. Da kann man ja so schöne Flauschi-Teppich. Mhm. Trocknen die Korallen nicht Weißt du aus, wenn man was? sie auf dem... Ja. Weißt du, was ich übrigens rausgefunden habe? Und ich habe dann nochmal geguckt, ob das wirklich so ist. Wenn man Mangrovenwurzeln, die kann man ja mit Wasser füllen, als Baublöcke nimmt, könnt ihr darüber Korallen platzieren und somit einen Flauschiteppich. Das Ah, geht. okay, wusste ich gar nicht. Ja. Bleiben die? Ja, die bleiben dann, weil du hast ja also du musst einen Wurzelblock nehmen, weißt du, diese löchrigen Ja. Dinger da von den Mangroven, Mhm. Wasser So wie wir es gleich reinkippen, auch gemacht haben. genau, Wasser reinkippen und dann eine Koralle oben draufsetzen. Funktioniert einwandfrei. Und Muss die ich mal werden ausprobieren. nicht grau. Ja. Und du siehst die aber auch nicht, also diese komischen Wurzeldinger dann. Ja klar, weil sie direkt abschließt. Ja. Durch Zufall rausgefunden. Hm. Dann habe ich mal ein bisschen Videos geguckt und da habe ich dann auch das gesehen. Oder Instagram oder was hatte ich das gesehen? War so ein Short oder irgendwas, wo der das auch gemacht hat. Weil das ist ja, würde den Sinn dann auch erklären von so einem Waterlock-Block. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da die auch gut für Felder und so nehmen kann. Weißt du? Ja, habe ich doch. Also diese, genau, Waterloggen und dann Kürbis oder weiß ich was alles an Pflanzen halt, Ich weil habe, das ja als Wasserquelle gilt. Und habt dann nicht mehr das Problem mit den Löchern im Boden oder diesen ganzen Gräben, die man mit Falltüren zumacht oder du kannst mit auch Steps. Zuckerrohr dran anpflanzen. Was kannst du anpflanzen? Zuckerrohr dran anpflanzen. Ah, Habe ich doch bei dir Zuckerrohr, gemacht. ja. Mhm. Ja, das ist eine sehr praktische und sehr hübsche Lösung vor allen Dingen. Man braucht dann nicht mehr diese Slaps und was alles da. Ja, und das Wasser läuft nicht weg. Mhm. Guck mal, hast du es gesehen? Wir müssen noch mal umdrehen. Guck mal. Das hätten wir Aha. jetzt nicht gesehen, wenn es wenn es nicht dunkel gewesen wäre. Guck mal, was hübsch. Wer hier wohl wo? Ob der uns da schlafen lässt? Denke schon.
glaube, das ist wieder so ein Häuschen, wo man, Ah, äh, der war böse. ja, ich glaube, das ist so ein Haus, wo man auch Beutel findet. Oh, Amethyst. Danke der Sprecher. Bilderrahmen kann man hier finden. Oh, und Leuchtmittelblut. Den nehme ich noch. Dann haben wir hier noch das Tinte. Tinte können wir auch gebrauchen. Warte mal, irgendwo muss es in den Ton. Ich muss mal ganz kurz AFK meine Zeug kurz Ja, mach. bringen. Jetzt Zeit. Ich bin gleich wieder da. Da ist hier kein Beutel mit drin. Das kann auch. Hier kann eigentlich nicht. Hm. Aber der hat, guck mal, der hat auch Wurzelerde und so. Sag mal, was kocht denn der hier? Das ist aber hübsch gebaut. Ich finde das hübsch. Der Kessel gefällt mir. Eine hübsche Idee. Oder? Was sagst du? Ich Ja. find die Idee cool. Da überspielt man so ein bisschen diesen halben Block, der. Weißt du, wo man das Gefühl hat, der Kessel hängt zu hoch. Ja. Ja, ich finde das schlecht. Ah, hier sind noch mehr Fest. Okay, guckt euch, Frankel, euch. Oh, auch keiner. Ich dachte, ich krieg mal wieder einen Beutel, aber gibt's nicht. Keine Beutel in Sicht. Was machst du im Feuer? Ich habe das Feuer übersehen. Ah, okay. Ich habe einen Kuschelfreund entdeckt. Guck, da ist er hinter. Kein Kuschelfreund mehr da. Savanne. Ja, es gibt schon viele interessante Strukturen hier. Bin immer wieder überrascht. Vor allen Dingen, dass sie auch so unterschiedlich sind. Ja. Hey, ich glaube, wir kommen als nächstes Biom in den Dschungel. Das sind schon so anscheinend die ersten Vorboten. Was mache ich ja eigentlich mit dem ganzen Sand? Warte mal, ich baue mir hier einen Strand hin. Hey. Na ja, fahren wir rüber. Was uns wohl erwartet. Eine nette Worldbordert, finde ich. Also, man kann schon Ja, eine Menge schön aber auch. entdecken. Ja. Vor allen Dingen auch so ein bisschen Baugebiete für andere halt. So ein bisschen vorstellen. Weil, wie gesagt, ihr könnt ja die Koordinaten immer sehen. Und wenn euch dann mal so eine Stelle halt gefällt oder zusagt oder so, ja, dann schaut ihr einfach im Stream nach, wo die Koordinaten sind. Ja, könnt euch da ansiedeln. Ah, ist schon wieder was. Das ist jetzt sehr viel. Ja, eine Insel und da wunderschöne Korallen. Ich denke mal, bei bestimmten Sachen, die angeleuchtet werden, die so auf Felsen stehen, ist das eine Fackel. Aber hier ist keine Fackel. Auch wieder eine merkwürdige Insel hier. Fast wie so ein Kontinent. Hey, kommen wir ins Mesabiom. Ja, das sieht fast so aus. Wüste oder Mesabiom könnte jetzt kommen. Mesa, denke ich. Hm. Okay. Denke mal, wenn wir jetzt ins Mesabiom kommen. Ich muss mal gucken. Westen, Westen. Das könnte interessant werden.
Eine hier. Echt irgendwie so zwei Kontinente hier, so Kontinentalplatten. Hauptsache es gibt keine Erdbeben hier. Ja. Okay. Das sieht nach einer Mine aus. Nein, das sieht nicht nach einer Mine aus, es sieht nach was anderem aus. Wir sind da mal hoch. Das sieht interessant aus. Halt, andere Richtung. Da sieht was sehr interessant aus. Ich will überlegen, ist das eine Mine oder ist das... Ich denke, was das Ist eine Mine. eine Mine. Wir sind noch ein Stück davon entfernt. Das Minengelände. Ja, das Minengelände. Okay, also das ist quasi das Holz von der Mine hier. Möchtest du in die Mine rein? Weil da ist schon was zum drauf. Ich hatte keinen Aber Platz das, mehr. aber das Zeug haben wir eh alles. Ich kann ja eben mal hier kurz einen Blick reingewähren. Wenn da rankommt. So, also goldene Apfel, Eisen. Alles noch drin. Jo. So, auf geht's. Weiter in den Westen. Ei, ei. In die Schubs. Und so unten. Ich hier noch vom Sand verschüttet. Okay, also ihr seht, das ist eine relativ große Minenanlage. Ja, dann werden wir mal übersetzen. Auf die andere Seite. Ich habe die Befürchtung, dass das wieder eine ziemliche Kletterei gleich. Oh ja. Wir können wählen zwischen Dschungel und Meserberge. Was hättest du gerne? Hm, Also bei Dschungel sieht man vor lauter Bäumen Bei den Weg Dschungeltempel nicht. sind ja auch sehr interessant. Ne? Ja. Also wir können ja so zwischen beiden laufen. Was hältst du davon? Hier gibt es einen Weg Ja. zwischen beiden Biomen. Wir nehmen die goldene Mitte. Ei. Das sind sehr merkwürdige Dschungelbäume. Au. Hallo? Warum? Warum bin ich jetzt da unten? Ist das so? Ich guck geradeaus, guck mir einen Baum an und bumm, bin ich unten irgendwo. So, jetzt schauen wir doch mal, was wir hier so Feines entdecken. Einen großen Dschungel. So, schauen wir doch mal. Vielleicht finden wir ja im Dschungel was. Da gibt es auf jeden Fall ein Portal. Und ansonsten Papageien sehe ich da. Piepmetze. Nichts Besonderes, was ich auf meiner Map momentan zeigen mag. Aber wir kennen das ja schon. Wir gehen dann nämlich durch und dann plötzlich findet man dann doch was. Hallo Papagei, siehst du, den habe ich nämlich auf meiner Map eben nicht gesehen. Ich habe einen blauen drauf gehabt. Ei. Quetsch, drück, schieb, Melonen, Melonen, Melonen. Ja, ganz schön viel Felsenküste mittlerweile. Guck mal, wie viel Felsen. Wow. Okay. Ja, Felsen. Aber wie gesagt, wir haben gelernt, auch an den ungewöhnlichsten Orten kann man Dinge finden. Weil das Witzige ist ja, es gibt ja hier ein legendäres Dschungeldorf, wo die Leute in, ich sag mal, Art Vogelhäuschen in den Bäumen wohnen. Jo, gibt's hier auch. So, ich mal gucken. Und ich denke mal, wir finden da vorne, warte mal, ich muss mal ausloten, in die Richtung ein, Naschkäfer. ja, das könnte ein Gasthof sein. Das ist nicht schlecht. Ich habe ein bisschen Hunger. Und duschen möchte ich auch. Ich fühle mich etwas dreckig von dem ganzen Mangrovensumpfgedöns. Eine kleine Erholungspause wäre nicht schlecht.
Ja. Da, schauen wir mal. Ei, hier geht's runter. Da geht's hoch, runter, da geht's wieder hoch. Da bin ich wieder. Hallo, Baby. WB. Yeah. Ding an die. Das ist. Ja. Quetsch, drück. Das klebt immer so an den Klamotten. Ah, ich hab's gefunden. Da vorne. Ich glaube, das ist ein Gasthof. Nein, das ist ein Turm. Guck mal, da gibt's bestimmt auch ein Fernglas für mich. Oh. Ich finde die so schön, weil die wirklich auch wieder anders gebaut sind halt. Schaut mal, hier gibt es nämlich die legendären Ferngläser, was ich natürlich drin liegen lasse, weil ich habe nämlich schon eins. Und hier habt ihr kleines Feuerwerk. Jo. Schaut mal, ist das nicht schön hier? Könnt ihr über den Dschungel gucken. Ja, stelle ich mich mal hier hin. Können wir mal gucken. Linsen ein bisschen auf der Karte. Und ihr seht, solche Sachen sehe ich immer sehr, sehr kurz. Aber mehr kann ich hier halt noch nicht kennen. Ja, da, Bettchen. Trinken nicht vergessen. Tag 7983. Okay, wir müssen in die Richtung da lang. Okay. Dann auf wie geht's. Klettern wir mal wieder runter. Seit es hier Pandas gibt. Heißt es. Aua. Kühe gibt's. Oh, Kindergarten. Ja. Das ist ein Kindergarten. Ah ja. Ja. Ah ja. Geh weg. Komm, geh zur Schule, geh in den Kindergarten oder irgendwo anders hin. Geh Oh, mit Kühe. Mutti spielen. Ja, aber mit Babykuh. Die rührst du nicht an. Das geht nicht. Das gilt nicht. Mami-Kühe tötet man nicht. Macht man Ich habe nicht. nur Milch genommen. Ja, Milch ist gut. Milch, wie gesagt, macht Männer. So, jetzt schauen wir mal. Da ist es Richtung Westen. Wir können natürlich, aber ich vermute, wenn wir jetzt hier an der Küste lang laufen, ein Stückchen, dass das auch nicht wirklich was bringen wird. Es sei denn, ich entdecke noch was auf der Map, aber ich. Und normal? Wie krass ist das denn? Nein. Mitten auf dem Ozean ein Pilgerlager. Ja, die fühlen sich da sehr wohl. Nö, wir können Tatsache im Bildschirm weiterfahren. So, auf geht's. In den Westen, in den Westen. Ein Brötchen ist. Weiter. Können ja auch so ein bisschen an der Küste, in der Nähe von Küste bleiben. Guck mal, hier gibt's auch so ein. Das ist auch ein Portal. Guck mal. Ja. Es macht blub blub unterm Puppes. Das ist auch ein nettes. Zwei in einem. So. Ja. Villager Lager ist das einzigste da irgendwo. Und das brauchen wir. So. Ich kann ja mal meine Weizenkörner hier entsorgen. Langsam nimmt es überhand hier. Kann ich schließlich nicht noch mehr Felder anlegen. Ui. Hat eine schöne Schlucht hier wieder. Die so richtig schön langsam reingeht, nicht so ruckartig. Ja.
Darum, darum, darum. Ich sag's ja, wir brauchen irgendwann wirklich mal Wandermusik. Das Wandern ist das Müll, das Lust des Esels. Er nascht da heimlich. Höre. Ich nicht. Wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind. So, Knusper, knusper, knusch. Gott an dem Häuschen. Oi, da möchte ich runterfallen. Es fängt ganz schön an, wieder zerklüftet zu werden, ja. Oh Mann. Knäuschen, wer knuspert an meinem Träuschen? Mhm. Ah, ich habe meine Gummibärchen unten. Mein. Ich habe eine Knabbermischung. Da 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 do, di, do, do. Hier gibt's noch mehr Kühe. Hättest du hier auch melken können. Ganz viele Kühe. Und eine Babykuh. Ja. Das heißt ja, dass da Milch ist. Ja. Wenn keine Babykuh ist, gibt's keine Milch eigentlich. Aber hier ist ja nichts, wie es sein soll. Okay, hier ist schon wieder ein Eingang zu irgendeiner Höhle. Okay, das irritiert mich gerade ein bisschen. Jo. Ja, dann kann ich schon mal in Ruhe trinken. Wo sie rudert. Ich bin gespannt, wie viele Tage wir brauchen, um wieder nach Hause zu kommen. 15. Weil wir haben es ja schon wieder fast 23 Uhr. Aber wir machen das ganz gemütlich. Ich bring dir mal dein Boot an Land, ja? Wolltest du mich im Wasser aussteigen lassen? Nein, ich wollte nicht dich schlagen, wenn ich das Boot abbaue. Ei, schon wieder. Ui. Ich habe ein unterirdisches Dorf gefunden. Sehr schön. Cool. Wir haben ein Portal schon wieder gefunden. Also mit Portalen kann man sich hier auch zukloppen. Da gibt es viele von. Dann schauen wir doch. Ja, einfach geradeaus. Oder möchtest du das Portal angucken? Oh Gott. Jetzt wäre ich doch beinahe in die nächste Höhle aus Versehen Oh. gefallen. Momentan habe ich eh keinen Platz mehr im Inventar. Also, Ja, eben, ja. Deswegen sage ich ja. Wir müssen sehen, dass wir Stück für Stück uns dem Zuhause nähern. Haus ist langweilig. Ja, also wie gesagt, unser Inventar, sind ja losgezogen, weil wir Dinge für Weizen und so holen mussten. Ja, unter anderem. Ganz viele Dinge sammeln mussten. Wieso sind wir hier eigentlich schon wieder im Dschungel? Kletter. Fall runter, kletter hoch. Autsch. Hier bricht man sich echt die Haxen, wenn man nie aufpasst. Ah, ich muss mal kurz gucken, ob hier irgendeine Struktur versteckt ist. Es gibt, glaube ich, einen Villager Turm, wenn ich das richtig. Mal noch ein Stück weiter nach vorne. Ein bisschen in die Richtung krabbeln, krauchen, klettern, rutschen. Der muss hier irgendwo, ja, irgendwo sein. Wenn man hier nicht immer hängen bleiben würde. Sapralot. Hier irgendwo. Mhm.
Autsch. Aha, gucken Sie mal, Herr Wusimo, ich habe was gefunden. Ich auch, ich habe 2. Was Großes. Ein nettes Häuschen. Ein ganz großes, nettes Moment. Häuschen. Oh, Hab's doch gesagt. Mal kurz auf den Turm hier. Das ist jetzt unfair. Ein hübsches Häuschen. Die haben ein ganzes Haus da. Ich habe Diamanten gefunden. Mal wieder. Das so ganz nebenbei. Aber das ist gut. Wenn wir das gelootet haben, ist es ein guter Ort, um zu bleiben da. Okay. Dann setze ich mal mein Bettchen hier hin. Und dann machen wir uns mal in die Arbeit, diese Herrschaft dann Beine zu machen, würde ich mal sagen, oder? ja. Also, sobald man die Tür findet, vorausgesetzt, ne? Also, das ist ja immer so ein bisschen. Ich bin genau einmal rumgelaufen, um festzustellen, dass ich genau von der Ecke, von wo ich kam, Tür habe. Okay, wer möchte zuerst? Oh, das ist ein Gasthof. Aua. Ja. Was? Ach, Sie klopfen hier dauernd bei mir an. Geht's wohl nicht? Geht's wohl nicht gut, oder? Es ist ein Gasthof, Oh den die Mann. Pillager überfallen haben. Ich fasse es ja wieder nicht. Alarm! Okay, hier gibt's auch Hexen. Okay. Hier gibt's Schafe. Na komm, nicht abhauen, ja. Das zählt nicht. Okay, geh ins Bett. Ja. So, okay. Haben wir sie Ja, alle? Sind sie weg? sieht so aus. Okay, gut. Keine Schatzkarte? Ja. Okay. Creeping Crypt. Oder mal Creeping. Die ist relativ schwierig. Also die Creeping Crypt. Ja. Wie gesagt, die ist relativ schwierig. Kann ich nur sagen, die solltet ihr, wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt mit zu zweit spielen. Minimum. Minimum. Am besten im Team. Weil die hat in sich, diese creepy Geschichte. Okay, dann kann ich ja mein Bettchen wieder einsammeln. Das war gar nicht vonnöten. Das haben die Pillager hier nur eingenommen. Warte Ich nur renn schnell schon noch wieder in die Fleisch. falsche Richtung. Kann doch nicht sein. Ich muss doch hier um die Ecke laufen, damit ich mein Bettchen finde. Ah. So. Okay, also wir haben auf jeden Fall einen wunderschönen Ort gefunden, wo wir erstmal bleiben können. Was denkst du, Wusi? Passt Ja, das? Ja, ne? das passt. Halt, hier haben wir alles Mögliche. Wir können uns hier gemütlich hinsetzen. Ja, was essen. Ist doch cool. Ganzes Haus für uns. Passt. Jo. Und ja, ich würde mal sagen, wir wären für heute Abend durch, weil morgen Abend, wie gesagt, 20:30 Uhr, vergesst es nicht, ist wieder Momentum-Zeit. Und da stecken wir ja auch noch in so einem halben Abenteuer drin. Mal gucken. Und alle Plitscher haben wir noch nicht gekriegt. Einer ist nur by the way erwähnt. Ja, wie gesagt, morgen Abend denke ich mal Wusimu und ich denke mal auch Kai wird bis morgen Abend wieder schaffen, dabei zu sein, oder? Ich Ich habe mich glaube noch angemeldet. Mittwoch. Gut. Also, Also wie ich, gesagt, ja? ich bin nicht sicher, ob ich habe mich mal abgemeldet, aber Ja. Ja, ich wie weiß gar gesagt, nicht, ob wir ich werden dann. sehen. Es ist ja euch Ja, freigestellt. Aber ich vermute mal, dass unsere beiden Mädels eventuell morgen Abend dabei sind oder spätestens Sonntag. Ihr lasst euch überraschen. Weil, wie gesagt, Nonstop hat noch eine Überraschung vom Haus. es ist ja keine Zwangsveranstaltung, aber wie gesagt,
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Freitagabend. Ja. Ich kann ja mal gucken, wer noch da ist. Weil ich muss gestehen, ich bin heute auch ein bisschen müde wieder. Und ich muss ja noch mit den Hundis raus und so. Dann schauen wir mal. Wir hätten Reason im Angebot. Wir haben Lucien. Wir haben Stine. Und Lars. Lars haben wir beim letzten Mal. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder eine Runde. Wollen wir Stine raiden? Dann könnt ihr euch den Community Kingdom Server mal angucken. Das ist auch ein besonderer Server. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wir sehen uns morgen und grüßt mir die Stine. Ich sag dann gute Nacht und schlaft schön. Tschüss und danke Fusi und Kai fürs Begleiten. Bitte. Ciao, ciao. Tschüss. Bitte.